That looks fine. Have you made the circle a little bit bigger? My goodness, Robert, making us change so quickly. It's already on, so. Okay, and we're rolling here. So, guten Morgen nochmal. Good morning again. Wie schon vorher gesagt, heute machen wir es ein bisschen anders. As I already said, today we're going to be doing it a little bit differently. Und zwar sitzen wir im Kreis und heute kommt auch jeder mal zu Wort. We're going to be sitting in a circle and everybody's going to have their turn. Bevor ich den Vers vorlese, möchte ich erstmal noch auf das eingehen, was ich euch vorher gesagt habe. Before I read the verse, I want to just touch on what I said before Und nochmal die Quote vorlesen. and to read the quote again. Also und zwar war es, whatever you are not changing, you are choosing. And it is, whatever you're not changing, you're choosing. Und ihr solltet euch ja während des Worships mal Gedanken dazu machen. And during the worship, we're supposed to think about it. Und jetzt könnt ihr drüber sprechen. And now you can talk about it. Oh, should we start now? Yes. Okay. Also rein oder so zwei haben. Einfach, I can do that. einfach rein. In Englisch. Wherever you feel comfortable like that. You have the translator. Aber wir brauchen beide Sprachen. Also mach du mal Englisch. German, if you want. Right. Was German? And then I can Damit translate. Chiara dann. So whoever is speaking, take the mic and then the other person can. I want to have the second mic here. Ich für mich habe realisiert, I for myself realized dass für mich war die Kommunikation nicht ganz klar gewesen, jetzt mit dem Übergang. that the communication wasn't that good for the transition, Aber ich habe auch nicht gefragt. but I also didn't ask. Also ich habe nicht gefragt, Afshin, Emira, mir ist das unklar. Ich brauche noch mal irgendwie genaue Erklärung. I didn't ask, okay, Afshin and Elmira, the transition isn't very clear to me, and ask once more. Zum Beispiel, ist Robby jetzt Pastor? Was ist seine Rolle? Was ist die restliche Rolle von uns anderen 11 oder 10? Like, is Robert now the pastor, and what is the role of the rest of us, the other 11 or 10? Und dadurch, dass ich das nicht mache, And through the fact that I didn't do that, dann bin ich in der Position von, ich weiß es halt nicht genau, also übernehme ich keine Verantwortung. I'm in the position of, okay, I don't really know, so I don't take any responsibility Oder halt nicht die Verantwortung, die ich übernehmen sollte. or take on the responsibility that I should. Einfach, weil mir nicht ganz klar bewusst ist, was ist eigentlich unser Auftrag, mein Auftrag und welche Position muss ich dafür übernehmen. Because it's not clear to me which, what position I have or job I have. Und anstatt zu sagen, okay, für mich war eure Kommunikation nicht klar, But right. anstatt zu sagen, eure Kommunikation war für mich nicht klar, Yeah. Instead Genug. of saying your communication wasn't clear to me, ich hätte die Position übernehmen sollen, einfach sofort Fragen zu stellen, I should have just directly asked questions so damit ich mich klar positionieren kann. so that I can position myself in a clear way. Und das ist etwas, was ich da ändern darf. Und das ist etwas, was ich And ändere. that, Yeah. and that's something that I'm allowed to change or can change. Next. I take it. Cool. Deutsch? Robert has a- I can Robert has a nice voice.
For those who don't know, Für die, die es nicht wissen, I've recently moved to a different city. ich bin vor kurzem in eine andere Stadt gezogen. I am studying now in Aachen, Ich studiere jetzt in Aachen. so I'm no longer so close. I don't live here in this house anymore, and I Also- don't have the physical distance that I used to have. Also wohne ich hier nicht mehr und ich habe auch nicht mehr diese physische Nähe, die ich sonst hatte. And so it's pretty funny that Robert brings up what you don't change, you choose. Und das ist kurios, dass Robert genau mit diesem What you not changing, you choose. Because that has been the theme of right now the last 3 weeks that I've moved out. Denn das ist das Thema seiner letzten 2 Wochen gewesen, als er ausgezogen ist. I chose to move for 1 year. I didn't choose to move there and then permanently stay. Also ich habe nicht geplant, ich habe geplant, dahin zu ziehen für 1 Jahr, aber nicht für immer dahin zu ziehen. But I'm now realizing, this has been a good change. Aber jetzt habe ich realisiert, dass eine gute Veränderung ist. And now I'm choosing to be there to see how far I can go. Und jetzt wähle ich, da zu sein und zu sehen, wie weit ich kommen kann. For every single thing that I struggle with in my studies, Und mit jeder Sache, in der ich Schwierigkeiten habe, während ich studiere, I have to now choose to become better at that. muss ich jetzt wählen, also eine bestimmte eine Entscheidung treffen, um besser darin zu werden. Because I can say right now, I'm not the most talented at drawing at all. Ich kann euch sagen, ich bin nicht der Talentierteste im Zeichnen. And I'm not the best at listening and sitting still for 8 hours. Und auch sitzen und 8 Stunden lang zuhören fällt mir schwer. For all those so don't see, everyone's laughing because I really struggle at that. Und jeder, der es nicht sieht, die meisten lachen hier, weil ich habe damit wirklich Schwierigkeiten. I have to now choose to have a relationship with my parents. Und To tell them, hey, I don't know, there's a person I like, or I don't know, to go around and yeah, you're all going to hear about it later. Whether I choose to say that or not, you're all going to hear eventually. Ich habe gemerkt, dass ich jetzt entscheiden muss, mit meinen Eltern zu reden, da ich ja nicht jeden Tag hier bin und entscheiden muss, ihren Sachen zu erzählen, wie Leute, die ich gut finde oder Personen. It's also been a journey to just with regular people now to choose to build a relationship. Und es ist jetzt auch eine Reise für mich, mit normalen oder mit anderen Personen auszuwählen, eine Reise zu machen. To choose and to change the way I used to build relationships and how my foundation looks. Mich bewusst entscheiden, wie ich Beziehungen eingehe oder mit wen ich Beziehungen haben möchte. Because before it was based on shallow things, things I like, and the rest I'm not going to care about. Vorher habe ich mir gezielt Leute ausgesucht, mit denen ich selber Interessen hatte oder die ich mochte oder etwas an denen mochte. But now I go to people I wouldn't talk to, and I spend time just to plant seeds that I've learned will grow into fruitful trees. Und jetzt gehe ich bewusst zu Leuten, mit denen ich vorher vielleicht nicht gesprochen hätte, um den Samen einzupflanzen und zu sehen, wie Pflanzen wachsen. And for all of this to happen also quickly is not easy, but step by step I'm seeing the joy it is to change. Und dass jetzt alles so schnell passiert, ist es nicht einfach, aber Schritt für Schritt merke ich und sehe auch die Freude, die das bringt, dieser Änderung. And for the first time I'm enjoying the struggle of earning something. Und zum ersten Mal genieße ich den Kampf, etwas zu bekommen. Because I think most people can say it's not fun to fight for something. It's always enjoyable to have it easy, to have it comfortably. Die meisten werden wahrscheinlich sagen, es ist nicht schön für etwas zu kämpfen, sondern man nimmt lieber den leichten Weg. Yeah, and so I'm really, really enjoying it and every single choice that I make. Also ich genieße es wirklich, wirklich sehr, dass ich jede Entscheidung, die ich treffe. Whether it's good, whether it's bad, Ob sie gut oder schlecht ist, whether it's the consequences that I have to fight now or later, auch wenn ich dadurch die Konsequenzen jetzt oder später,
it's always now exciting and fulfilling. Es ist jetzt immer aufregend und erfüllend. And the greatest change that I can see right now is that I wake up with joy. Und die größte Veränderung, die ich jetzt sehen kann, ist, dass ich mit Freude aufwache. I wake up with purpose. Ich wache auf mit einem Grund. Yeah, and that's it. Okay, thank you. So. Schallverteilung, oder? Can you ask the question one more time so that they are clear what you're asking? Weil ich glaube nicht, dass wir alle gut die Welt. Also die Frage war, was hat sich für euch geändert, seitdem Afshin und Elmira weg sind? So the question is, to make it clear, that I didn't hear. I thought, okay. The real question is, guys, I didn't hear that part. What is different for you now that Afshin and Elmira are now gone? Auf Deutsch soll ich? Farsi, Englisch? Not Farsi. Okay. Seit Baba Afshin und Elmira nicht da sind, Since Baba Afshin and Amira are not there, das ist so sehr klar, dass wir die Position übernehmen sollen. it's very clear that we have to take our positions. Wir haben Männer, Frauen in unseren Gruppen, die wir ungefähr wissen, welche Rolle können die spielen. We have men and women and different groups and kind of know what kind of roles they should play. Und das ist sehr klar, dass ich bin auch jemand, der auch reden soll, also preaching. And it's also very clear that I'm one of those people that should be preaching. Und ich habe mich nicht entschieden, noch die Zeit zu nehmen und einen Vers zu nehmen und darüber überlegen, so eine Reise nehmen über den Vers. And I have still not decided to take a verse and to think about it. And kind of to prepare it. So eine Zeit nehmen, ein Datum nehmen und dann mir entschieden zu sagen, okay, in diesem Datum werde ich mit Robi planen und darüber zu reden. To take a time and choose a date and say to Robert, okay, at this point, I'm going to speak about it. Und so, dass, so wie Robi das gesagt hat, wie der Formel aussieht, das heißt, dass ich habe entschieden, nicht in meiner Berufung zu sein. Bewusst. As Robert said, this quote, that means that I have chosen not to walk in my calling. Und gleichzeitig, wenn ich das genauso nehme in mein Leben, dann sehe ich, wie viele Entscheidungen habe ich getroffen, ohne zu wissen, dass ich die Entscheidungen eigentlich getroffen habe. And if I take that same formula and put it in my life, I just see how many times have I decided by not choosing. Dann habe ich entschieden, eigentlich genau andersrum zu sein. Habe ich entschieden, bewusst, dass ich nicht ein Teil von der Kirche sein will. Whoa, what? So I've chosen. We can do it simple. Okay, so I've chosen to not be part of the church by not doing what I'm supposed to be doing. Natürlich, ich habe ja auch gute Entscheidungen getroffen. Ich habe jetzt entschieden, ein Ehemann zu sein. Ich heirate bald. I've also chosen to become a husband and get married soon. Das ist so, Applause, applause. ich bin so immer noch so confused, weil ich koche auch. Okay. Cancel warning. No.
And I'm confused because I'm still cooking. So, ich mache Tee, ich I muss make meine the Zimmer tea. sauber machen. I have to clean my own room. So, ich weiß jetzt nicht, ob ich jetzt was falsch entschieden habe oder wie die Situation aussieht. I don't know if I chose wrong or if the situation is. Das ist ja natürlich Spaß. Ich liebe zu kochen. I'm just kidding. I love to cook, Ich übernehme das gerne, and I'll take it over Weil ich- gladly. weil ich, He just said the cooking, not the cleaning and everything else, you know. aber ja, Somebody Das ist, zoom in on Marla. das ist sehr interessant. Danke für Robby. It's very interesting. Thank you, Robert. Ich habe jetzt ein anderes Mindset I now have another mindset, und ich kann ja viel besser jetzt recherchieren in meinen Entscheidungen. and I can kind of search more into my decisions Und ja, Entscheidungen treffen, die ich eigentlich lange treffen sollte. and meet decisions that I should have met a while ago. Ihr müsst alle reden, irgendwann. You all have to talk at some point. Because I have No, no, no no, more no. kids, but I want them. Denk darüber nach. Denk darüber nach. Fish are very relaxed and coming. Jetzt. سخت هم انگلیس چون میخوام هر کلمه نیاز داری یاد بگیری سوریه رو فکر کنم چهار انگلیس باید یاد گرفتم. فارسی به انگلیسی بریم همه Okay. اوکی پس I can't translate. Yeah, I'll do that. Yeah. I mean, I could try. He wouldn't say some He might. special words. گفت special word. Okay, we tried. No. خب از وقتی که بابا افشین اینا رفتن اولش برام خیلی ترسناک بود وقتی این رو گفت As Baba Afshin and Elmira left, it's very scary for me. و چون هر هفته میدونستم مثلا برای هر جلسه‌ای که جمع بشیم بابا افشین هست موعظه میکنه بابا افشین از جلسه رو جمع میکنه و همیشه تکیم بهش بوده میگفتم خب هستش همه چی فیکسه. I knew that every Sunday Baba Afshin is there and he's going to preach, there'll be worship and whatever, and this just repeats. بعدش که این رو gofت ولی بعد وقتی نشستم فکر کردم دیدم توش پر از برکته چون هر کسی میتونه جاشو پیدا کنه. And after he said this, I had thought about it and realized, okay, there's a lot of blessing in this because everybody can take their own positions. چون برای خودم من آدمیم که خیلی دیر آلارمم روشن میشه یعنی میدونستم باید یه کاری رو انجام بدم ولی میگفتم خب من باید چی کار کنم خب من میتونم پرستش انجام بدم مثلا میتونم موعظه کنم ولی همش انجام نمیدادم. And for me, I'm somebody whose alarm turns off or goes off at a very late moment. So at that point, I was like, okay, what can I do? Maybe I can do worship or something. الانم با این همه اتفاق هنوز انجام ندادم ولی دیگه واقعا میخوام انجام بدم. And even after all this, I still haven't done anything, but I would like to do something. He says the alarm is broken. Yeah, that's true. و فکر میکنم این برای همه خوبه که پوزیشنشون رو داخل کلیسا پیدا کنن و خدمت خودشون رو پیدا کنن. And I think for everybody, it's good if they can find their position and their calling. Yeah, that was everyone likes. Everyone likes? Yes, good, no, bad. Allah? Serious? Yeah. Guys, I'm an international translator. What? I just said I'm an international translator. Yes. Ich habe ja das selber gepostet. I posted it myself. So, das heißt, ich habe das gesehen, ich war so, So I saw it and I was like, huh? Mm-hmm.
Und zuerst habe ich gar nicht so über die Kirche und Gemeinde nachgedacht. Für mich war es eher so, stimmt. Also man sieht, wenn ich was nicht ändere, ich habe schon eine Entscheidung getroffen. I didn't think about the church in the beginning. For me, it was more like, okay, if I'm not changing something, then I'm choosing it. Und dann haben Menschen also so darauf reagiert auf diesen Post und bei jedes Mal musste ich nochmal darüber nachdenken. And then people reacted to this post, and each time I had to think about it again. Und in unterschiedliche Bereichen von meinem Leben. And in different areas of my life. Und heute Morgen habe ich erst über die Kirche nachgedacht, nachdem Robert das gefragt hat. And only this morning was it that I started to think about it in the context of the church. Aber weil ich selber so eine Person bin, die schnell gestresst wird. And because I'm a person that gets stressed very quickly. Ich habe schon dieses was machen wir? Schon ein bisschen früher habe ich angefangen. I already had this all this feeling of, what are we gonna do? A while ago. Also bei dem ersten Mal war ich so, okay, ja. Bis jetzt war es so, dass egal, es ist immer gut. Es waren immer Menschen, die das gemacht haben, aber jetzt sind die nicht da. Und ich bin eigentlich eine Person, die so, okay, was machen wir, damit es genauso perfekt wird wie immer. And so like the first time I was like, what are we going to do? And what do I need to do? Because I'm that person that wants to fulfill the task just as perfectly as it was. Praktisch gesehen, ich stehe früher auf, habe ich gemerkt. Practically speaking, I'm waking up earlier. Nicht, weil ich es muss, also ich genieße im Bett zu liegen noch eine Stunde, aber ich denke, okay, wenn ich jetzt nicht aufstehe, es kann sein, dass ich nicht schaffe, auch wenn ich nicht so richtig praktisch was mache, aber ich kann ja rumgehen und gucken, ob alles so in Ordnung ist. Like I'll wake up earlier, and it doesn't mean that I won't like to lay in bed for another hour or so, but in my head it's like, what if I can't fulfill everything in that time? And I'm not doing anything specific, but I can walk around and make sure everything's in its place. Und wieder praktisch gesehen, ich koche also ich mache nicht nur einen Salat, ich denke, ich muss ja für 5 Personen mindestens was kochen. And I don't just make a salad anymore. I'm thinking that I have to be cooking for at least 5 people. Also es ist nicht so, dass wir jetzt keinen Salat brauchen, aber so in meinem Kopf ist es, ich muss nicht nur eine Beilage sein, sondern ein Hauptgericht. And it's not that we don't eat salad anymore, but in my head it's that I no longer have to be a side, but a main dish. Und ich habe auch angefangen, einer Freundin anzusprechen. Das ist so alles, glaube ich, unbewusst irgendwie in mir passiert. Also ich habe nicht bewusst eine Entscheidung getroffen, so, ich muss das zu Ende machen, aber es ist in mir, war ich so, okay, ja, dann mache ich das oder versuche, also ich lerne jetzt Klavier, also spielen, offiziell. And I talked to a friend and whatever, and it's not that it was like conscious decisions, but something unconscious, and I'm starting to learn the piano again. Ich glaube, es dauert eine Weile, bis ich Worship mache damit. Aber ich dachte, wenn ich das nicht lerne, dann wer macht das denn in 2 Jahren? I think it's going to take a while before I can lead worship, but I thought if I don't start, who will in the next 2 years? Die sind so sehr kleine Entscheidungen, die ich getroffen habe, aber ich merke, dass wegen diesem Nervössein, dass ich so, ich freue mich, dass ich darüber nachgedacht habe und ab jetzt muss ich so aktiver im praktischen Leben was mehr machen. Oh, that was a bit long. What was the beginning? Yeah, okay. I'm happy with like the small decisions that I'm making. And I know I just have to be a little more
active now in those decisions. Ja. Next. So rum. Mit dem hier rum. Okay. Hier? Nein. Ich bin nett jetzt. Ich weiß noch, als ich angekommen bin und nach so ein paar Monaten haben wir darüber gesprochen, was passieren würde, wenn Baba Afshin und Elmira einfach gehen. Ich weiß nicht, ob ihr das noch wisst. Und dann habe ich geantwortet, ja klar, wir übernehmen. Und ja. Whoa, whoa, whoa. Oh ja. I remember like as she came, yeah, as I came, a few months in, we're like, oh yeah, what if Baba Afshin and Elmira leave? And I was like, oh yeah, we're gonna take over. Und ich habe damals nicht unbedingt im Kopf gesagt, nicht im Kopf gehabt, dass ich so viel Verantwortung übernehmen würde, wie ich es jetzt tatsächlich tun muss. And at that time, I didn't realize that I'd have to take on as much responsibility as I do now. Vor allem, weil ich jetzt realisiere, dass Cheyenne und ich das nächste Ehepaar sind nach euch. And especially because because I'm realizing that Shai and I are the next married couple after them. Everyone else is single. For anybody that is hearing on the news. Everyone else is single. Beautiful people. No. All under 36, by the way. Jetzt bin ich rausgekommen, warte. Das nächste Ehepaar ist realisiert. Genau, und vor allem mit meiner und Cheyennes Berufung. And especially with Cheyenne and I's calling. Ja, gut. Ist es natürlich so, dass irgendwann er predigen muss und ich auch predigen muss. That it'll be that he has to preach at some point, and so will I. Und ich habe nicht mal entschieden, richtig mit der Bibel anzufangen. And I still haven't properly decided to start with the Bible. Es sind so super viele kleine Entscheidungen, die einen riesigen Unterschied machen. It's a lot of small decisions that make a huge difference. Angefangen bei dem, was Shiva auch gesagt hat mit dem Essen. Starting with what Shiva said with the food. Ich hatte auch genau den gleichen Gedanken mit dem Main Dish, dass ich gedacht habe, so, okay, wenn die beiden nicht da sind, ihr habt immer so the Main Dish gebracht, so Reis und alles, was so groß ist für alle, und alle anderen haben so mehr so Salat, Snacks, so Sachen daneben. And I thought the same thing with the main dish. Like as they were here, they were always making the main food and everyone else would make the sides. Und jetzt ist es natürlich so, dass wenn ihr nicht da seid, ich als die nächste Ehefrau und in meiner Position als die Frau des Hauses und der Familie, wenn ihr nicht da seid, und Cheyenne als den Mann, ist es klar, dass das so geliefert werden muss. And it's obvious that as the next wife and part of the next married couple, that we have to kind of deliver the same way that they did. Ja, praktisch gesehen ist das nicht so einfach. And practically speaking, it's not that simple. Vor allem, weil Cheyenne tausendmal besser kochen kann als ich. Especially since Cheyenne can cook better than I can. No. Yet, still. Er kocht halt auch viel lieber, deswegen ist da so viel so Liebe dabei und so Fun, und ich habe das nicht. And he loves Yeah. to cook a lot more, so it's full of love and fun. Ja, aber ja, das kommt noch. Auf jeden Fall, ja, das sind alles so kleine Sachen, die sich so stapeln, und ich bin eine Person, ich muss erstmal so alles so gucken, abchecken, dann mich langsam positionieren, und dann später kommen erst die Handlungen. And that's kind of all just stacking on itself. And I'm somebody that
needs to watch and see what the situation is and And what, position myself. and in order to position myself. And then I can act on it. And then she can act on it. Ja, das ist so meine Reise gerade. And that's my journey right now. Bärbel. Nochmal, weil wir das Beispiel jetzt mit Essen hatten und als Beilage und Hauptgericht fand das eigentlich ganz gut, auch als Bild. Denn es geht nicht nur rein ums Essen, sondern es geht auch um die Arbeit beziehungsweise um das Tragen dieser Gemeinde. Und das wurde vorher von denen gemacht. I think the example of the main dish and the food was a good example because it's not only about the food, but it's also the work and preparation that's put into it. Vorher konnte man nur sonntags kommen, Before you could just come to Sundays, hat sich hinten in die Ecke gestellt, bisschen Worship mitgemacht, you sat in the corner and did a bit of worship, dann die Predigt zugehört listened to the sermon, und dann war das halt auch wieder durch. and then it was done. Man hatte keine Verantwortung, You don't really have any responsibility. man musste nicht unbedingt Teil der Gemeinschaft sein, You didn't really have to be part of that community. sondern man konnte sich so seine Portion Kirche und Gemeinde abholen. You could basically pick up your portion of the church and community, Und das muss und sollte sich jetzt ändern, and that has to and should change denn jetzt sind wir verantwortlich dafür. because now we are responsible for it. Und jetzt geht es nicht mehr in der Ecke zu stehen und zu sagen, wird schon irgendwie gut gehen. Because it no longer works that you just stand in the corner and say, yeah, it'll work somehow. What's next? Mama Naji. Well, next level Farsi, that's a challenge too. فاصله آسون داری. آسون میدم زیاد سخت نیم من خیلی اوایلش بودم تو این Wow. کلیسا ولی I don't know what that much is. It's scared. Yes, it's scared. اگه آخرش میگم میدونستی چی میگم. اوایل میشه. Yeah, in the beginning, I was part of this church. ولی بعدها حالا به هر دلیلی مشکلات خودم یا کلا دور شدم Because of certain problems that arose, whether mine or others, I kind of was distanced from ولی it. هدفم شروع کردن با افشین و المیرا بود But my goal was always to start with Afshin and Elmira. و اون زمان خدا مادر بزرگی رو به من نشون داد برای کلیسا And that time, God showed me that I should become and position myself as a grandmother to the church. امروز حقیقتا وقتی صحبت ها رو شنیدم احساس کردم که اینجا باید یه مادر بزرگی کنم When today I was hearing these things, it was a reminder, and I thought I need to take that position as a grandmother. اگر که یه مادر بزرگا نصیحت میکنن من فقط توصیه یه تیکی میخوام بدم به بچه Most of the job of a grandmother is to give advice to the younger generation. چون خودم هنوز خیلی کم دارم خیلی هنوز افتاده هستم I must say that I myself lack a lot, and I feel like I have fallen and I haven't been able to get up yet. اگر میخوان درست تصمیم بگیرن که اینجا جایگاهشون کجاست اول باید خودشونو بشناسن بعد واقعا خودشونو متعلق به اینجا بدونن If you want to really take a healthy position and take that proper positioning, then first you need to get to know who you are. And number two, you need to be feeling that you belong to this group. یه مثال میزنم I want to give an خانواده ما example. In my family, یه برادر داشتم که مأمور خرید و نون خریدن و یه همچین کارایی بود as we grew up, my brother, one of them was responsible to go out and buy bread every day and buy certain things for food. یه برادر داشتم که پدرمو هر روز میبرد سر کار و میآورد And there was a brother of mine that always drove my dad to work and came back. خواهرم به مادرم تو آشپزی کمک میکرد My sister would help my mom in cooking. من و خواهرم تو تمیزی خونه
با هم بودیم. Me and my other sister, we helped in cleaning the house. پس اتوماتیک هممون میدونستیم، یعنی کسی نمیرفت جای اون. اگرم احتیاج بود همه با هم بودیم، ولی اتوماتیکوار هر کس کار خودش رو میکرد و هر کس هم نه شکایتی نه کمی میذاشت. So it was interesting because everything ran smooth and automatically everyone knew what they're supposed to do. And if there was a lack in the area, others came to help, to cover. But there wasn't a lack because everyone did know their job and did it without ever complaining or taking a negative position toward what they did. من آرزو میکنم، اتفاقا من امروز صبح داشتم 2-3 تا موعظه گوش کردم، میخواستم امروز مطرح کنم این مسئله رو که چرا من جایگاهمو پیدا نمیکنم. I had been watching a couple of sermons this morning when I came. I had the intention to ask, how come I cannot find my position here? دوست نداشتم مثل قوم اسرائیل بمونم تو اون صحرا. دوست داشتم واقعا برسم به اون جایی که واقعا باشم برای مسیح. And I felt like I don't want to repeat the mistake of Israel in the desert, remaining so many years in the desert. I wanted to find my position so I can basically walk to the promised land. حالا فکر میکنم این قدم اول همون مادر بزرگی رو باید برم جلو. And maybe the first step for me is to do what God had put in my heart, to be a grandmother. چون همه بچه‌ها رو واقعا من دوست دارم. Because I really love every single one of you guys. و خوشحال میشم که هر هفته میبینمشون. And I'm so happy every week that I see you guys. کارایی هم که بلدم دستی بهشون یاد خواهم داد. And I have certain skills in handworks and everything else, arts and all these things. I would be glad to pass that to the next generation. اولین چیزم شایان پیشنهاد داد. اولین چیزی که یاد بدم باقلواست. She's really good in making baklavas. I will teach that. بعدی. Next. دوربین رو نمیخوایم به چرخونیم. Okay, apparently it's my turn. Wow. Apparently, okay, ich mache lieber auf Deutsch. Okay, gut. Anscheinend bin ich jetzt an der Reihe. I guess it's my turn now. Und genauso treffen mich Dinge im Leben jedes Mal. And just like that, life throws things at me. Und genau so trifft mich auch jedes Mal die Verantwortung, die auf mich zurückfällt. And responsibility is always thrown at me like that. Jetzt, wo Elmira und Afshin sich ein wenig zurückziehen und wir mehr Verantwortung übernehmen müssen. And as Amir and Afshin are taking a step back and we have to take on more responsibility, sehe ich mich auch in dieser Verantwortung verpflichtet, daran teilzuhaben, diese Gemeinde mitzuführen. I see myself responsible to take part and to take on that responsibility. Und wieso ich so weit ausgeholt habe, dass mich Verantwortung immer so plötzlich trifft, da möchte ich jetzt noch einmal weiter ausholen und ein wenig von mir erzählen. And as, wait, what? I want to take a step back and just go a little deeper into my story. Denn mich hat es schon sehr früh getroffen, dass meine Eltern sich scheiden ließen und ich Verantwortung übernehmen musste, darin der Mann im Haus zu sein. At an early age, my parents got divorced and I had to take on that responsibility of being the man in the house. Und später im Leben wurde ich in meiner einzigen Position als Angestellter gefeuert und ich wurde auf einmal selbstständig. Well, later on as an employee, I was praised very quick, fired, and became. No, wait, what's the word? Self-employed. That. Also startete ich eine eigene Firma und musste auf einmal sehr viel mehr Verantwortung übernehmen.
So I started my own company and had to take on a lot of responsibility. Und jetzt kommt noch ein großes Stück Verantwortung on top noch einmal dazu. And now comes a big piece of responsibility and a drop on top. Und wie jedes Mal werde ich diese Verantwortung annehmen und wie Robert schon am Anfang erwähnt hatte, Dinge, die man nicht ändern kann, wo man sich dazu entscheidet, sie nicht zu ändern, die nimmt man an. Könntest du das vielleicht wiederholen? And every time I'm going to take on that responsibility, and just as Robert said, everything that you're not changing, you're choosing. Und ich wähle es jedes Mal, Verantwortung zu übernehmen und höre es auch immer aus meinem inneren Kreis. Wieso lässt du das mit dir machen? Wieso nimmst du das wieder auf dich? I always choose to take on that responsibility, and I always hear that from the people around me, like, why do you always take everything upon yourself? Und anscheinend wähle ich das auch, die Verantwortung zu übernehmen, für alle da zu sein, auch wenn ich nur ein einziger Mensch bin. Mhm. And I guess I choose to take that upon myself, even if I'm just one person. Und anscheinend wähle ich das auch wirklich. Anscheinend gefällt mir das ja auch. Und ich finde mich nicht nur damit ab, sondern ich bin gerne der Versorger und genauso möchte ich der Gemeinde auch etwas zurückgeben. And it seems I like that as well. I want to be the provider and somebody that can be there for the people. Und ich bin mir sicher, dass alles aus einem bestimmten Grund geschieht, den Gott so erwählt hat, und bin bereit, ein Werkzeug in der Hand Gottes zu sein, um seinen Willen geschehen zu lassen. And I'm sure everything happens for a reason, and I just hope that God would use me as a tool for whatever he wants to put at work. Und genauso möchte ich Afshin und Elmiras große Vision blühen lassen und Früchte bringen lassen und den Nährboden dafür bieten, dass die Früchte in aller Pracht blühen, die sie für uns als Menschen in Gedanken bereithalten. That was long. Your translation. And in the same way, I hope to bear the fruits that, or like, yeah, I guess that wasn't what I wanted to say, but yeah, that Elmira and Afshin kind of invested for, and just pray for them and bless them. Und ich möchte in dieser Verantwortung auch über mich hinauswachsen und das etwas für mich mitnehmen und mehr im Glauben sein. And I want to grow in that responsibility and kind of flourish. Warum? Die beiden noch. Und ich komme am Ende. I don't know which language to speak. I don't know. Okay, I'm going with English. What? I'm going with English. Can you pass that to? Yeah, thank you. Hello. Yeah. So for me, it was a big challenge as they left the church. Also für mich war es eine große Herausforderung, dass die beiden die Kirche verlassen. Because nicht verlassen, sondern yeah, I mean, put a step back to give us a little bit more chance and dass sie sich etwas going to the next level. dass sie sich zurücknehmen. And because before that I didn't even know what is my position and what I need to do. Denn davor wusste ich nicht mal, was ist meine Position und was muss ich überhaupt tun. And right now I need to really think about it. Und jetzt muss ich anfangen, darüber nachzudenken. It's too late, Arslan. Bin spät dran. Yeah, but I think somehow God just
plan everything like every time. Aber ich glaube, dass Gott alles geplant hat, so wie immer. And exactly in that time, one of us, our guy from church has left. Not exactly left, but is not here, and he's in journey for his work. Also genau in dem Moment oder jetzt gerade ist auch einer aus unserer Kirche gegangen, um seine Arbeit zu tun. His name is Eric. Sein Name ist Erik. He's in Frankfurt for his job. Er ist in Frankfurt für seine Arbeit. And somehow I feel that I'm responsible to recording every Sunday a church and predict. Und seitdem fühle ich mich irgendwie verantwortlich, Ceremony. dass ich die Predigt jedes Mal aufnehme, And was Erik vorher getan hat. yeah, and then editing the video and then upload on YouTube. Und das Video bearbeiten und es dann bei YouTube hochladen. And it was just a feeling that I should to do that because it's my job, that I need to take this job. Und es ist irgendwie ein Gefühl, das ich hatte, das innerliches Gefühl, dass es jetzt an der Reihe ist, dass ich das mache und dass es mein Job ist. So that's how that my journey start, a new journey. Das ist wie meine neue Reise startet. And I'm really like to do that. Und ich mag es sehr, das zu tun. And I hope that I can be more useful in this church Und ich and hoffe, for dass ich these mehr people. Verantwortung in der Gemeinde übernehmen kann und für diese Leute. I love all of you. Ich liebe euch alle. I want to have a relationship with all of you Ich möchte mit allen von euch eine Beziehung haben and share my heart with you guys. und mein Herz mit euch teilen. Yeah. Next. Thank you, Nigel. Shurish also uses complicated parsing. Yes. I can try, but yeah. اولش روزی که بابا افشین و علمی گفتن که دیگه مثلا اون 7 سال تمام شده مثل یه چیز بود واسم، یه انگار مثلا یکی بهم تو گوشی زد. As Afshin and Almira had first said that the 7 years are up, it was as if somebody had hit me in the ear. که چقدر زمان سریع گذشت. Okay, slap me in the ear. چقدر زمان سریع گذشت و خیلی زود این 7 ساله گذشت. And it was like the last 7 years had gone by so fast, and I didn't even notice how fast they went. و بعدش یه تصویرم واسه خودم بود که وابستگیاتو بذار کنار. بابا افشین و المیرا همیشه واسه من مثل یه تقلب بودن تو رابطم با خدا. And for me, it was like, okay, I need to put everything aside because I know how much they've sacrificed for me. They were like a tool of cheating in my relationship with God. Like a cheat code. Yeah, they were like, yeah, cheat code. They're always like a cheat code for me in my relationship towards God. یعنی همیشه منتظر بودم که از طرف بابا افشین و المیرا بهم تقلب برسه تا من رابطه‌مو خودم ببرم جلو با خدا. What is taqalub? Okay. I just wasn't sure if that was the okay. And Baba Afshin and Namir were always like that cheat code for me, so they would go further with God, and I just kind of waited for them so I could kind of leech off of them. و این باعث شد که از اون موقع شروع کنم که تک تک وابستگیامو بذارم کنار. And that was like for me, okay, I need vabastagi. Dependence. Okay. Was for me, I should take off that dependence on them. و من واسه تایم زیادی الان پرستش نمی‌کنم تو کلیسا. And for a while, I haven't been doing worship in the church. چون فکر میکنم شرایطش رو ندارم یا نمیتونم وایسم تو اون جایگاه پرستش کردن. Because I think, okay, I can't stand in front and In a position to lead or yeah, that I don't have that position to lead that worship. ولی الان تو اون بخشم که هر مشکلی داری خودت برو تو داستان با خدا صحبت کن.
کسی بهت چیزی نمیرسونه تقلب باز باید But now I'm in a place where I know, okay, if you have a problem, just take it to God because there's no more cheat code. 100% تو این مدت خیلی چیزا رو یاد گرفتم از بابا افشین به شخصه و المیرا I definitely have learned a lot from Afshin and Elmira. و خیلی چیزا رو باید یاد میگرفتم ولی نگرفتم And there was a lot of things that I should have learned, but I didn't. ولی خب میگم این تصویری بود که واسه من داشت که خودت برو تو داستان نیازی نری کسی بهت بگه چیکار کنی کسی به تقلب برسونه تو خودت میتونی با خدات صحبت کنی و همه این چیزا رو بذاری کنار And نیاز به کسی نداری that was kind of the sign for me, okay, you need to just go forward and take those steps because nobody's going to be that cheat code for you. And you can no longer be dependent. Technically leech. You can't leech anymore. You can always be dependent on us. But نمی‌تونی به ما تکیه کنی. نیاز نداری که مثل زالو بچسبیدم خون یکی دیگه رو ببینی. تغذیه تغذیه ناسالم است. me. Whoa. Sorry. Just a little bit. Here to steal your job. Simple words. Simple words, simple words. That's so funny because I had seen a reel of a podcast. Das ist so lustig, denn ich habe ein Reel von einem Podcast gesehen. And she was saying what her favorite quote was. Und sie sagte, was ihr Lieblingsspruch, Zitat war. And it was that if you're not changing something, you're choosing it. Und es war genau das, was du nicht änderst, das wählst du. And a few days later, Shiva posted on her story. Und ein paar Tage später hat Shiva das in ihrer Story gepostet. And I was like, oh wow, I saw that already. Und ich dachte, oh wow, das kenne ich. But no, as I first saw the reel, Aber als ich das Reel das erste Mal sah, I was like, facts. achso, ich dachte, ja, ist richtig. Richtig. I was like, that's like something I've been thinking about, and that just put it into words. Das ist wie etwas, worüber ich nachgedacht habe, aber jemand hat es als Satz einfach festgehalten. Because in the last little while, especially since they've taken a step back, Denn in der letzten Zeit, vor allem als die einen Schritt zurückgegangen sind, and I'm coming to an end of my school and everything, and I'm almost 20, und es Richtung Ende meiner Schulzeit geht und ich fast 20 bin, and I feel like, okay, there's a new season, I'm becoming an adult. glaube ich, ich denke, dass eine neue Saison beginnt und ich ein Erwachsener werde oder erwachsen werde. I was looking at some of the things and I was like, okay, I need to change that. Ich habe auf einige Dinge geguckt und gesagt, okay, die muss ich ändern. But I'm like, okay, but I know I'm not really gonna change it because I don't feel like I'm taking the steps. I just saw it and I'm like, okay, I should change that. Und ich habe Sachen bemerkt, die ich ändern sollte, aber ich wusste, dass es sich nicht ändern wird, da ich keine Schritte in die Richtung gegangen bin, um etwas zu ändern. And I was like, well, I guess I've just decided to live with it. Ich denke, ich habe einfach mich dazu entschieden, damit zu leben. So I had chosen it in the end. Also habe ich es auserwählt. And seeing that reel just put it into words. Seeing the reel, put it into words. Also und gesehen, dass das Real es in Wörter fasst. Mhm. In a practical sense, Praktisch gesehen, like I've always done worship and prayer here before the services. habe ich immer Worship und Gebet vor den Gottesdienst gemacht. And on Wednesdays, I've been here doing worship as well. Und mittwochs bin ich auch hier und mache Worship, Lobpreis. Mm-hmm. And so, but I was like, there's no difference between when they were here and now. Aber da war kein Unterschied zwischen, als sie noch hier waren oder als sie sich noch nicht zurückgezogen haben.
Like I didn't prepare the worship a week before, Ich habe den Lobpreis nicht eine Woche vorher vorbereitet and I wasn't praying more intensely or anything. I wasn't looking for a word that could just lead the service into Eh. worship. Ich habe nicht mich mehr darauf vorbereitet oder intensiver gebetet, um ein Wort zu finden oder Wörter zu finden, um den Lobpreis einzuleiten. And I definitely noticed that, Und es ist mir schon aufgefallen. but I was like, okay. Aber ich war eher so wie, ja, okay. And just kind of accepted it and moved on. Und ich habe es irgendwie akzeptiert und habe einfach weitergemacht. I think speaking about it, this quote, Und jetzt über diese Zitat zu sprechen, I think just over the weekend, seeing Naz and Rafina, und über das Wochenende Ras und Nafina zu sehen, I definitely noticed there's a few things that I want to start taking action towards. habe ich bemerkt, dass es da einige Sachen gibt, die ich in deren Richtung ich gehen möchte und anfangen möchte, was zu unternehmen. And the time that I have is much shorter than I think. Und die Zeit, die ich dafür habe, ist viel weniger, als ich dachte. And I had to think about how New Year felt like so close, like the last New Year. Und ich habe darüber nachgedacht, wie das letzte Neujahr sich immer noch nah dran fühlt, But it's almost been a year. aber es ist fast schon ein Jahr her. And at the beginning of the year, we had sat together and prayed and spoken over each other. Und am Anfang des Jahres saßen wir alle zusammen, haben zusammen gebetet und über andere gebetet und andere gesegnet. And something my dad had for me, or a picture he had for me, was Und ein Bild, was mein Vater für mich hatte, war, that God was going to take me like a stone and slingshot me into the world. dass Gott mich wie ein Stein nimmt und mich in die Welt hinaus wirft oder Schleudert. schleudert. But I just had to position myself correctly. Aber ich muss mich vorher korrekt positionieren. And I had to ask myself, have I positioned myself in a way that I could be sent out the same way that picture had spoken of? Und ich habe mich dann gefragt, habe ich mich wirklich schon so positioniert, dass ich ausgesendet werden kann, wie das Bild es vorgegeben hat? Can I still position myself in a way that I can be sent out in that same way? Kann ich mich so positionieren, dass ich genau in diesem Ausmaß ausgesendet werden kann? With the rest of the year. So in the Also bis zum Ende des Jahres, ob ich diese Position bis zum Ende des Jahres einnehmen kann. Those were kind of some of my thoughts. Das waren einige meiner Gedanken. I also wrote something this morning as I was praying, Ich habe heute Morgen während des Gebets auch was aufgeschrieben. and I was just thinking about, it's not quite this, but it was just a realization. Also es hat nicht genau mit diesem Thema zu tun, aber es ist auch eine Sache, die ich realisiert habe. I was thinking about how in the midst of love, our hearts are softened. Ich habe darüber nachgedacht, wie in In the presence of love. also ja, wenn man verliebt ist, Nein, in der Gegenwart von ach so, Liebe. in der Gegenwart von Liebe, Your heart is softened. unser Herz weicht wird. And when we're surrounded by love, there's room for change. Und wenn man von Liebe umgeben ist, ist es Raum für Veränderung. And I was thinking, you cannot change the Lord's love, Du kannst nicht die Liebe Gottes ändern, no matter what you do. egal was du tust. But if you give that love room, Aber wenn du dieser Liebe Raum gibst, then it changes you. verändert sie dich. And that was so cool because then I wrote 2 sentences and it was, life is a testimony of love. Und das war so cool. Ich habe 2 Sätze geschrieben. Leben ist ein Zeugnis von Liebe. And that's so funny because Jesus is the life. Und das ist so kurios, denn Jesus ist Life. Leben And he is that testimony of love. und er ist das Zeugnis von Liebe. And I'm realizing Und ich realisiere, there's not much I've done in the last little while, da ist nicht viel, was ich in der letzten Zeit getan habe, but I've been changing. aber ich ändere mich.
I know I just said a few prayers here and there, Ich habe ein paar Gebete gesprochen hier und da, just like to position myself differently. um mich anders zu positionieren. And people are saying like, you've gotten softer. Und die Leute sagen, du bist irgendwie weicher geworden. So in this changing and choosing, Also in diesem Wechseln und Auswählen I notice I don't have to do much. habe ich gemerkt, ich muss nicht viel tun. I just have to give room to that love. Ich muss nur dieser Liebe Raum geben. Ja. Okay. Also heute, wie schon angekündigt, war es ein bisschen anders. Today, as I said, it was a little different. Trotzdem möchte ich euch noch eine Bibelstelle mitgeben. And I want to give you guys a Bible verse, Und zwar ist es Epheser 4. and it is Ephesians 4. Wait, second Ephesians? Nee, Epheser The chapter, okay. 2 bis 7. 2 to 4. Überhebt euch nicht über andere, seid freundlich und geduldig, geht in Liebe aufeinander ein. Setzt alles dran, dass die Einheit, wie sie der Geist Gottes schenkt, bestehen bleibt. Sein Friede verbindet euch miteinander. Be completely humble and gentle. Be patient, bearing with one another in love. Make every effort to keep the unity of the Spirit through the bond of peace. There is one body and one Spirit, just as you were called to one hope when you were called. In Epheser 4 geht es um die Einheit der Gemeinde. In Ephesians 4, it talks about the unity of the church. Und in Vers 11 bis 13 And in verses 11 to 13, heißt es, und so hat Christus denn euch seine Gemeinde beschenkt. Er hat ihr die Apostel gegeben, die Propheten und Verkündiger der rettenden Botschaft. Genauso wie die Hirten und Lehrer, welche die Gemeinde leiten und im Glauben unterweisen. Sie alle sollen die Christen für ihren Dienst ausrüsten, damit die Gemeinde, der Leib von Christus, aufgebaut und vollendet wird. Dadurch werden wir im Glauben immer mehr eins werden und miteinander den Sohn Gottes immer besser kennenlernen. Wir sollen zu mündigen Christen heranreifen, zu einer Gemeinde, die in seiner ganzen Fülle widerspiegelt. so Christ himself gave the apostles, the prophets, the evangelists, the pastors, and the teachers to equip his people for works of service, so that the body of Christ may be built up until we reach all unity in faith and in the knowledge of the Son of God and become mature, attaining to the whole measure of the fullness of Christ. Also 13. Ende 13. Ja. Und diese Stelle soll euch nochmal zeigen, And this verses should show you dass das, was ihr für die Gemeinde tut that what you do for the church und was wir füreinander tun, and what we do for one another auch nochmal für andere gut ist. is also good for others. Denn die sehen die Einheit, die hier herrscht, For they see the unity that rules or reigns die sie vielleicht vermissen in ihrem eigenen Leben that they may not have in their own life und hier finden können. and can find here. Dann würde ich gerne noch beten. And I would like to pray. Und zwar Vanessa möchte das bitte machen. And Vanessa wants to do that. Ich mache auf Deutsch und du übersetzt auf Englisch? Oder wie machen wir das? Sure. Papa, ich danke dir dafür, dass du so gut bist. Father, I thank you that you're so good. Ich danke dir dafür, dass wir eine Gemeinde sind. I thank you that we're just one church. Und ich danke dir dafür, für die Veränderungen, die jetzt stattgefunden haben. And I thank you for the change that is taking place. Ich danke dir dafür, dass dadurch, dass Afshin und Elmira sich zurückgezogen haben, I thank you that through Elmira and Afshin taking a step back, dass jeder einfach die Möglichkeit hat, sich neu zu positionieren. that everyone has the opportunity to position themselves differently. Und ich bete dafür, dass jeder einfach diese Herausforderung annimmt And I just pray that everyone would just take on this challenge und dass jeder einfach näher an dir heranwächst. and that everyone would just grow closer to you. Und dass wir durch diesen Prozess auch gemeinsam einfach einander näher kommen. And through this process that we just grow closer to one another. Dass wir mehr eine Einheit werden, als wir jetzt schon sind. That we would become more of a unit, one unit through this process. Und dass wir dich hier in Liebe verherrlichen. And that we can just praise you in
love. Und ich danke dir dafür, dass du mit jedem Einzelnen diesen Weg gehst. And that you go through this process with each and every one of us, Und dass du jedem Einzelnen zeigst, wie sehr du ihn liebst. and that you show every one of us your love, Und dass wir einfach in deiner Liebe als Fundament einfach wachsen und gedeihen können. and that we just take your love as foundation to grow. Und ich danke dir einfach für diese Gruppe. And I thank you for this group, Und ich danke dir dafür, dass du ja sozusagen uns auserwählt hast, diesen Weg mit dir zu gehen. and I thank you that you've chosen us to go this path with you. Und ich danke auch Afshin und Elmira And I also thank you, Lord, for Afshin and Elmira, und segne sie, was auch immer sie jetzt tun wollen. and just bless them in whatever they want to do. Und ich danke dir auch für diesen Sonntag. And I thank you for this Sunday, Und ich danke dir für die Gemeinschaft and I thank you for this community, und für die Zeit, die wir gemeinsam haben. and for the time that we have together. Amen. Amen. So, bleibt noch mal bitte kurz sitzen. Oh. Nee, das brauchen wir nicht mehr. Es geht jetzt nur so um uns hier ein bisschen. Aha, okay. Ich hab's ausgemacht.